Servus zurück oder Servus, falls du neu hier bist. Es stellt sich die Frage, passend zur Jahreszeit, ab in den hohen Norden oder vielleicht doch in die Wüste. Bevor ich mich aber damit jetzt auseinandersetze, ein kurzes Update. Ich habe es schon im letzten Video erwähnt gehabt, Team Yankee ist ein Spielsystem, mit dem ich mich gerade wieder etwas auseinandersetze, in die Regeln einlese und hier hoffentlich mal irgendwann was aufbauen kann. In nächster Zeit mal schauen, wie sich das ergibt. Anderes Thema, wo ich gerade etwas stärker drinnen bin, ist das Thema Firefight von Mantic Games. Ein sehr interessantes Spielsystem, das ich aber leider noch nicht geschafft habe zu spielen. Ich habe mir da bereits eine kleine Armee aufgebaut, falls euch das interessiert, dass ich mal zeige, wie man hier schnell und einfach zu einer Armee kommen kann, wenn man das möchte. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und ich werde vielleicht mal ein Video dann dazu machen, wie ich das eben angegangen bin. Aber jetzt gleich mal rüber zum eigentlichen Thema des heutigen Videos, und zwar, was soll als nächstes hier bei mir kommen, womit möchte ich mich hobbytechnisch beschäftigen. Ich habe es am Anfang schon erwähnt, passend zur Winterzeit und zu den Temperaturen, der kalte Norden, dementsprechend heißt das Kings of War Northern Alliance im ersten Moment, aber das zweite Thema, beziehungsweise auch zweite und möglicherweise dritte Thema, das hier auftauchen könnte, ist eben die Wüste, und dazu möchte ich mir mit euch ein paar Sachen anschauen, was das eben bedeutet. Hier seht ihr meinen aktuellen Stand der Northern Alliance, wie sie jetzt aktuell zu Ende 2024 aussehen. Eine an und für sich 2000 Punkte Armee. Es werden aber hier gleich mal zwei Sachen auffallen, möglicherweise, und genau darum soll es hier eben erstmal gehen. Wie gesagt, 2000 Punkte, die hier stehen, und dann im späteren Verlauf das erstmal fertig machen und dann eben auch auf 2300 Punkte ausbauen. Dazu sind auch schon die dementsprechenden Einheiten gebaut und muss dann nur noch bemaltechnisch weiter ausgebaut werden, um die vollen 2300 Punkte eben fertig zu bekommen. Aber was wäre hier jetzt mal der Gedanke, um wieder ins Malen reinzukommen? Einmal hier die alten Huskals. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Einheit mittlerweile benannt ist. Da hat sich ja namenstechnisch ein bisschen was geändert. Da bin ich jetzt aber gar nicht so stark drinnen. Auf alle Fälle, wie man hier schon sieht, die Einheit ist an und für sich spielfertig, hat aber hier noch ein paar Plätze frei, wo man noch ein paar Figuren rauf bekommen könnte. Und das soll es eben sein. Was hier als erstes angedacht ist, denn ich habe hier bereits weitere Figuren, die letzten drei für die Einheit, weil mehr passen leider auch nicht auf die Regimentsbase. Habe ich auch schon ein bisschen angefangen zu bemalen, aber schon lange nichts mehr weitergemacht. Das wäre eben das erste, diese drei Modelle fertigzustellen und dann eben das Regiment als abgeschlossen bezeichnen zu können. Wobei man schon sieht, es ist eigentlich schon so gut wie alles von diesen 2000 Punkten bemalt. Also spieltechnisch kann man das Ganze schon vernünftig auch aufs Spielfeld bringen. Was vor den Huskals vielleicht noch auffällt, sind die Wölfe. Da sind recht wenige Figuren drauf, hat aber auch den ganz einfachen Grund. Diese Einheit besteht noch aus den alten Metallmodellen und die sind auch nur mit diesen 5 Wölfen, ist das ein ziemlich schweres Regiment, ziemlich schwere Einheit, also gewichttechnisch. Und daher habe ich mich da auch entschieden, das Ganze irgendwann mal austauschen zu wollen, aber bis es soweit ist, bleibt das eine 5er-Einheit bzw. ein großes Regiment, aber eben nur mit 5 Modellen, weil es einfach vernünftiger zum Handeln ist. Und der zweite Punkt, der euch wahrscheinlich schon aufgefallen ist ganz rechts oben in der Ecke. Da steht ein bereits fertig gestaltetes Base, aber keine Figur drauf. Wer von euch bereits Kings of War spielt, wird natürlich schon eine Idee haben, was das sein wird für ein Modell. Und das ist eben auch das Einzige, was hier noch fehlt, eben der Riese, um die 2000 Punkte voll zu machen.
Wie man sieht, gebaut ist er bereits, die Bemalung fehlt noch. Und da wäre für mich interessant, was ihr euch hier vielleicht vorstellen könntet, denn ich bin hier noch ein bisschen am Überlegen, wie ich das Modell gerne bemalen möchte. Im ersten Gedanken hatte ich vielleicht so eine passend zum Eisthema, bläuliche Haut. Dann habe ich mir aber gedacht, okay, da ich hier diese Spezialeffektfarben habe, bei meinen Waffen, bei meinen Eiswaffen oder auch hier bei der Ice Queen zum Beispiel, wäre das dann doch zu viel, weil das eben auch mein Eis darstellen soll und diese Farbe ist definitiv nicht passend für Haut und dann noch mehr Blau reinzubekommen, vielleicht auch nicht ganz das Richtige. Also dachte ich hier vielleicht eher eine helle Hautfarbe zu machen, eben auch passend zum Winterthema sozusagen und zum Norden und dann eben wieder hier auch die Waffe typischerweise dann mit dieser Effektfarbe für Eis, die ich hier verwende für meine ganze Armee. So etwas in diese Richtung, aber da könnt ihr mir gerne auch Tipps geben oder was ihr euch vielleicht vorstellt. Ich habe da schon ein bisschen geschaut, aber noch nicht konkret gefunden, was ich hier gerne im Detail machen möchte. Aber wie gesagt, das sind die aktuellen Themen. Einmal das Huskal-Regiment fertigstellen, diese 3 Figuren und dann noch den Riesen. Dann wären mal die ersten 2000 Punkte Northern Alliance fertig. Und vom hohen Norden geht es jetzt ab in die Wüste, wie ich vorhin schon sagte. Und zwar geht es hier einerseits um dieses Thema hier, die Italiener für Flames of War oder eben auch noch ein anderes Thema, auf das ich gleich zu sprechen komme. Zuerst aber hier mal, wie schon zu sehen ist, ich habe hier auch eine italienische Armee für eben Nordafrika. Dazu gibt es natürlich noch eine ganze Menge mehr. Wie man hier sieht, noch weitere Panzer, M14 und Semoventes, also alles Mögliche hier dabei. An und für sich genug, um spielen zu können, aber eben wie man schon sieht, es ist eigentlich nichts davon fertig zusammengebaut und bemalt. Bei den ganzen Waffen fehlen noch also den Gun-Teams, fehlt noch die ganze Crew und auch sonst, es ist auch überhaupt noch nichts grundiert, aber alles da. Das wäre eben dann der zweite Gedanke, statt eben die Northern Alliance hier jetzt erstmal fertig zu machen, vielleicht doch in wärmere Gefilde zu gehen und die Italiener mal anzufangen. Und hier habe ich auch eine ganze Menge an Zeug mittlerweile mir zusammengekauft über die Zeit hinweg. Ich habe eigentlich alles, so ziemlich, was man spielen könnte. Ich glaube, nur 1 oder 2 Platoons fehlen mir bei den Parachuter. Eben, ich glaube, das Mortar-Team oder die Mortar-Teams, was es da gibt. Und ansonsten noch ein paar Kleinigkeiten. Das meiste habe ich aber tatsächlich, was hier für die Italiener bisher in der Vergangenheit eben rausgekommen ist. Auch das wäre eben dann ein zweites Projekt, das hier für die nächste Zeit anstehen könnte. Oder eben das dritte Thema führt uns wieder zurück hier zu Team Yankee, denn ich habe mir hier die zuletzt erschienene Starterbox der Amerikaner gekauft, eben die Desert Storm gefilmte Box, weil ich die Box generell mit den Einheiten, die dort drinnen sind, sehr interessant fand und das Thema interessiert mich auch ein bisschen und auch das wäre dann ein weiteres Thema in Richtung eben Wüste, wo ich mir gedacht habe, vielleicht auch etwas in diese Richtung. Also da bin ich noch am Überlegen, das sind die aktuellen 3 Konzepte, eben entweder die Northern Alliance fertigstellen für Kings of War, was natürlich am wenigsten Aufwand bedeuten würde, weil da das meiste schon fertig ist. Daher bietet sich das an, hiermit zu beginnen. Wie schon gesagt, würde mich da interessieren, ob ihr vielleicht Ideen habt, wie ich den Eisriesen in weiterer Folge bemalen könnte. Ich habe da meine Gedanken schon ein bisschen geteilt, bin mir aber noch nicht sicher, wie ich den angehen möchte. Ansonsten eben das zweite Thema hier, quasi Desert Storm Team Yankee, Amerikaner. Das wäre die zweite Möglichkeit, muss noch komplett angefangen werden, denn da habe ich die Box erst gekauft und überhaupt noch nichts gebaut. Also Team Yankee ist komplett neu, was das Thema Projekte betrifft. Da ist noch kein einziges Modell gebaut. Auch bei den Tschechoslowaken, die ich ja mal
mir zugelegt habe, habe ich noch nicht mal angefangen. Oder eben als drittes hier die Italiener für Flames of War, BW2, wo eben schon sehr vieles gebaut ist. Da würde ich dann mit der Bemalung eben starten und in diesem Zusammenhang, weil ich ja schon sagte, ich habe da eigentlich schon so ziemlich alles, würde ich auch in diesem Zusammenhang für die ersten 100 Punkte auch definitiv Infanterie mitnehmen, die dann natürlich auch erstmal zusammengebaut wird in nächster Zeit und dann eben auch Teil des Bemalprojekts werden wird natürlich. Mich würde es jetzt freuen, von euch zu erfahren, was von den 3 Projekten euch am ehesten gefallen würde, beziehungsweise welche der Spielsysteme ihr spielt, was euch interessiert. Und dann denke ich mir, werden wir hier schon mal eine Idee finden, was es dann in naher Zukunft sein wird, was ich als Projekt starten werde, über das neue Jahr vielleicht schon über die Feiertage hinweg.